the Messiah, the Son of the living God. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I say also to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Als sie aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Sohn des Menschen? Da sagten sie, etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Er sagte zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater in den Himmeln. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreichs werden nicht fester sein als sie. I'm sure that many of you are aware that there is a play on words in that passage. Ich bin sicher, dass die meisten von euch wissen, dass es hier ein Wortspiel Which in we dieser have Passage in the gibt, Greek language. und zwar im Griechischen. For the Greek word for Peter is Petros, Denn das griechische Wort für Petrus ist Petros and the Greek word for rock is Petra. und das griechische Wort für Felsen ist Petra. But we must never confuse those two words. Aber wir dürfen diese beiden Worte nie miteinander verwirren. I have at home in Florida the greatest of all Greek English dictionaries. Zu Hause in Florida habe ich einer der besten englisch-griechischen Wörterbücher. And it's nearly as big as this thing that I'm talking from. Und das Buch ist beinahe so groß wie diese Holzplatte And hier it's about that thick. und ungefähr so dick. And it must weigh at least 10 pounds. Und es wiegt wenigstens 10 Pfund. And if you look up the words Petros and Petra, Und wenn du dann die Worte Petros und Petra what it says aufsuchst, is this. da steht dann, Good writers never confuse Petros with Petra. gute Schreiber verwechseln niemals Petros mit Petra. In other words, there's a very important distinction. Mit anderen Worten, es gibt hier eine sehr wichtige Unterscheidung. Petros means a stone. Petros bedeutet einen Stein. It can be quite a big stone, but it's Es still a kann stone. ein dicker Stein sein, aber es ist ein Stein. Petra is a great big rock. Aber Petra ist ein großer Felsen. Actually, it is part of the bedrock that comes out of the earth. Eigentlich ist es dieses Urgestein, was so aus der Tiefe der Erde kommt. It could be translated sometimes a cliff. Man könnte auch manchmal das mit einer Klippe oder Felsbrocken übersetzen. Right. In size, it is completely different from Petros. In der Größe ist es ganz anders von einem Petros. It's okay, we're doing all right. I can hold on. Es geht uns gut. Thank you. Dankeschön. So, Peter is Petros, the stone. Also Petrus ist Petros, der Stein. But who is the Petra? Aber wer ist die Petra? Who is the great underlying rock? Wer ist dieser große Felsen, der darunter ist? Part of Earth's bedrock. Ein Teil des irdischen Urgesteins. We know the answer. Wir kennen die Antwort, It's Jesus. nämlich Jesus. But it's a great mistake to confuse Petros and Petra. Und so ist es ein großer Fehler, wenn wir Petros mit Petra verwechseln. I've sometimes commented that if the church were built on Peter, it would be a very unstable building. Manchmal habe ich so kommentiert, wäre die Gemeinde Jesu auf dem Petrus aufgebaut, dann wäre das ein ziemlich wackeliges Häuschen. Before the end of this same chapter, Noch bevor dieses Kapitel zu Ende ist, Jesus turns to Peter wendet sich Jesus an den Petrus and he says, "Get behind me, Satan." und er sagt, geh hinter mich, Satan. So Peter was one of those people who was open to more than one kind of spirit.
So, Petrus war einer der Menschen, die sich geöffnet hatten für mehr als einen Geist. When he was open to the Holy Spirit, he saw who Jesus was. Als er offen war für den Heiligen Geist, erkannte er, wer Jesus war. But when he opened up to the wrong spirit, he said the wrong thing. Als er sich für den falschen Geist öffnete, da sagte er das Falsche. How many of you know people like that? Wie viele Menschen kennst du, die so sind? That's one of the big problems of the ministry. Das ist einer der großen Probleme im geistlichen Dienst. The people who sometimes are open to the right spirit and sometimes to the wrong. Menschen, die offen sind, oft für den richtigen, aber so oft für den falschen Geist. If people are always right, that's no problem. Wenn Menschen immer Recht haben, dann ist es kein Problem. If people are always wrong, that's no problem. Und wenn Menschen falsch liegen, das ist kein But Problem. the problem people are those who are sometimes right and sometimes wrong. Aber die Problemleute sind diejenigen, die manchmal recht liegen I und have manchmal been falsch. a pastor for 8 years at one time. Zu einer Zeit war ich einmal 8 Jahre lang Pastor gewesen. I can tell you they are the number one problem for pastors. Ich kann euch sagen, solche Leute sind das Problem Nummer 1 für Pastore. One day this sister comes out with a beautiful prophecy. An einem Tag kommt diese Schwester mit einer wunderbaren Weissagung hervor. And a week later she comes out with something that's, as they say in America, right off the wall. Und eine Woche später, da kommt sie daher mit etwas, was total daneben liegt, wie wir im Deutschen sagen. And how are you going to deal with that? Und was willst du damit anfangen? It's not my job to advise you. Das ist nicht meine Aufgabe, euch jetzt zu beraten. I just want to point out the problem goes all the way back to Peter. Ich will euch nur darauf hinweisen, dass das Problem bis zum Petrus zurückgeht. At one time he was blessed. Zu einer Zeit war er He gesegnet. had opened up to the Holy Spirit. Er hatte sich dem Heiligen Geist geöffnet. And another time Jesus had to warn him. Und ein anderes Mal musste Jesus ihn Because he'd warnen, opened up to another spirit. denn er hatte sich einem anderen Geist geöffnet. However, Jedoch, let's look at this situation. wir wollen diese Situation betrachten. I would say Peter was the first rock built on the rock. Ich Or möchte- the first stone. Ich möchte sagen, Petrus war der erste Stein, der auf dem Felsen gegründet war. How did it come about? Und wie geschah das? Because this is a pattern for all of us. Denn das ist ja für uns alle ein Muster. I would say there are 4 stages. Ich möchte sagen, es gab hier 4 Stufen. Number 1, confrontation. Erstens die Konfrontation. Peter was confronted by Jesus. Petrus wurde von Jesus konfrontiert. There was no mediator between them. Zwischen ihnen gab es keinen Vermittler. He didn't go through a priest. Er ging nicht über einen Priester, Did he go through the mother of Jesus? auch ging er nicht über die Mutter Jesu, But he was directly face to face with Jesus. sondern von Angesicht zu Angesicht stand er vor Jesus. Second, there was a revelation. Zweitens war da Offenbarung. The Holy Spirit showed Peter who Jesus is. Der Heilige Geist zeigte dem Petrus, wer Jesus war. Not just the carpenter's son, Nicht nur des Zimmermanns Sohn, because Peter had known that for years. denn Petrus kannte diesen schon jahrelang. But he showed him as the eternal Son of God. Er zeigte ihm den ewigen Sohn Gottes. The third stage was an acknowledgement. Die dritte Stufe war eine Bestätigung. Peter acknowledged the revelation he had received. Petrus bestätigte die empfangene Offenbarung. And the fourth stage was a confession. Und die vierte Stufe war ein Bekenntnis. Peter openly confessed his revelation of Jesus. Petrus bekannte öffentlich sein Bekenntnis über Jesus. So those are the 4 stages, Das sind also diese 4 Stufen, the way in. wie wir hineinkommen. Let's go through them again. Nochmal, Confrontation, Konfrontation, revelation, Offenbarung, acknowledgement, Bestätigung and open confession. und offenes Bekenntnis. And there is no other way in. Anders kommen wir nicht hinein. You see, you can join a church. Seht ihr, ihr könnt irgendwo in einer Kirche Mitglied werden And stay the same. und bleibt die gleiche It Person. won't necessarily change you at all. Das wird dich überhaupt nicht verändern. You can go through many different religious ceremonies and they will not change you. Du kannst durch viele religiöse Zeremonien gehen und es wird dich nichts verändern.
the moment you really meet Jesus, you will be changed. Aber in dem Augenblick, wo du Jesus begegnest, wirst du verändert It werden. is impossible to meet Jesus and stay the same. Es ist unmöglich, Jesus zu begegnen und der Gleiche zu bleiben. I met Jesus in the middle of the night in an army barrack room. Ich bin damals Jesus in der Mitte der Nacht in einer Armeekaserne I begegnet. didn't have any religious language. Ich kannte keine religiöse I Sprache. didn't know to say I was born again Ich wusste nicht, wie man das sagte, or I von was neuem saved. geboren oder gerettet.